Strickfreunde! Willkommen zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben, was ich gerade so mache, bevor der Februar davon rennt, weil er so schnell vergeht und die Zeit überhaupt immer so schnell vergeht. Ja, in der Zwischenzeit, seit dem letzten Video, habe ich meine Anleitung für das Mariposa Cardigan, für den Mariposa Cardigan veröffentlicht. Das ist dieser hübsche Cardigan. Mariposa, falls ihr euch das gefragt habt, bedeutet Schmetterling auf Spanisch, und das fand ich wirklich super passend für die Form, für diese A-Form von diesem Cardigan. Man strickt in den einen Teil von oben nach unten, ohne Nähte, und er hat diese schönen Details mit dem Kraus rein. Es ist wirklich eine Anleitung, die für Anfänger geeignet ist, und sie ist nun auf Ravelry verfügbar, sowie auf meiner Webseite. Auf meiner Website ist die Anleitung ein ganz kleines bisschen günstiger. Das liegt einfach nur daran, dass Ravelry Gebühren nimmt, und deswegen kann ich sie auf meiner Website etwas günstiger machen, was für euch interessant sein könnte. Aber auf Ravelry könnt ihr auch die Projekte von den Testerinnen und anderen Personen sehen, die das bereits gestrickt haben, die wirklich sehr, sehr schöne Cardigans gestrickt haben. Also vielen Dank an die Testerinnen, die teilgenommen haben. Ja, das hat alles großen Spaß gemacht, und ich freue mich, dass die Anleitung jetzt draußen ist, und ja, kann euch sie nur ans Herz legen. Als nächstes wollte ich euch noch kurz von einem neuen Projekt erzählen, das in Verbindung steht mit diesem schönen Pullover, den ich in Intarsia gestrickt habe. Den habe ich euch bereits mehrmals gezeigt, und den trage ich auch super, super gerne. Das Garn ist toll, das fühlt sich wirklich sehr gut an, und ich glaube, mit der Zeit wird es auch immer weicher. Am Anfang kann das vielleicht nicht ganz so weich wirken, aber mit dem Tragen und wenn man es ein-, zweimal wäscht, dann wird es auf jeden Fall weicher. Einziges kleine Sache ist, dass es schon ein bisschen peelt, und es peelt ein bisschen mehr als andere Garne, mit denen ich so stricke und die ich so trage. Obwohl ich das ja noch gar nicht so lange habe und natürlich auf meiner Reise sehr, sehr viel getragen habe, aber trotzdem ja, peelt es ein bisschen mehr als das, was ich so kenne. Ja, ich hoffe, man hört die Baustelle da draußen nicht. In meiner Straße werden gerade die Wasserleitungen erneuert, was natürlich toll ist, aber ein bisschen Krach verursacht, und dann ist das immer ein bisschen schwierig mit dem Filmen zur Zeit, aber das ist hoffentlich in 2-3 Monaten, dann sind die dann hoffentlich fertig. Es ist nicht so laut, also ich kann trotzdem arbeiten und mich konzentrieren und meine Sachen machen, aber die Tonaufnahmen von Videos ist das manchmal ein bisschen schwierig. Egal. Was ich meinte, ich habe eben noch Garn übrig von diesem Tune Pure Gin von Sandnes Garn, das ich für diesen Pullover verwendet habe. Und zwar habe ich das hier als übrig. Das ist ziemlich viel lila. Von den hellen Farben habe ich nicht ganz so viel. Ich habe noch ein bisschen von dem Mohair, das ich doppelt genommen hatte, und diesem dunkelblau, und ich würde gerne einen passenden Loop zu diesem Pullover stricken, weil der Fahrausschnitt natürlich sehr, sehr weit ist, und ja, das würde einfach das Outfit komplett machen, falls es dann doch kalt ist und ich hier am Hals etwas tragen möchte, was perfekt kombinierbar ist. Dann dachte ich, ich mache damit jetzt noch einen Loop, und ich habe das gestern Abend angeschlagen, also bin ich noch nicht ganz so weit gekommen. Aber ich wollte euch schon mal davon erzählen. Und zwar habe ich jetzt so viele Maschen angeschlagen, oder fast so viele Maschen angeschlagen, wie ich für das Vorderteil angeschlagen habe. Vorderteil oder Rückenteil, die sind ja gleich, beide Teile. Und den Pullover trage ich auch reversibel. Und ich habe einen provisorischen Maschenanschlag gemacht mit der Häkelnadel. So circa 120 Maschen, und die Idee ist es, genauso dieselben oder ähnliche Intarsia-Muster zu machen, also geometrische Formen und ein paar rundere Formen hier rein zu stricken. Ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich die Farben verteile, damit ich nicht so große
Blöcke an Farben von den jeweiligen Farben so habe, weil ich eben nicht mehr so viel von den hellen Farben habe, aber ich hoffe, dass sie dann doch gut zur Geltung kommen. Und also werde ich das Ganze einfach Intarsia stricken und glatt. Ich glaube nicht, dass ich da Bobbles machen werde, weil das mir einfach zu lange dauert, obwohl die schön aussehen auf dem Pullover. Habe ich da einfach gerade keine Lust dazu und das ist auch vollkommen okay, manchmal keine Lust auf irgendwas zu haben. Und dann werde ich da, glaube ich, keine Bobbles machen, sondern nur Intarsia und ein bisschen Kraus auch stricken, wie auf dem Pullover eben. Wenn ich das ganze Garn verstrickt habe, werde ich am Ende die 2 Enden mit der 3-Nadeltechnik zusammenstricken. Und damit man eben die innere Seite dann nicht sieht, also die Rückseite von dem Intarsia und die vernähten Fäden und die gekreuzten Fäden und so weiter, damit man das nicht sieht und damit der Loop doppelt so dick ist, werde ich das dann einfach so zusammenlegen und die Kante zusammennähen. Das heißt, es wird dann doppelt dicker Loop und die ganzen Fäden und so, die Rückseite wird einfach verschwinden, weil ich das dann eben so zusammenfalte. Genau, so das ist der Plan für dieses neue Projekt, über das ich mich sehr freue und ich hoffe, dass ich das jetzt noch tragen werde, denn wir haben ja schon Februar, aber ich glaube schon noch, dass ich dazu kommen werde. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ich vorangekommen bin mit meinem Design, das ich aus diesem Garn von Mademoiselle Uruguay stricke. Das ist dann eben eine Kollaboration mit Mademoiselle Uruguay. Dieses Garn ist wirklich super, super schön. Ich freue mich da sehr darüber und es wird auch langsam. Denn die beiden Vorderteile sind fertig. Ich habe an den Schultern verkürzte Reihen gemacht, damit ich hier diese Schräge bekomme. Und also die Vorderteile sind auf jeden Fall so gut wie fertig. Nur die Knopflöcher muss ich dann noch fertig machen, aber das mache ich dann ganz am Ende. Und ja, das sind also die beiden Vorderteile. Und mit dem Rücken bin ich schon ganz schön weit gekommen. So sieht er aus. Ich finde ihn wirklich super, super schön. Gerade rollt sich das natürlich etwas ein und sobald ich das gewaschen und gespannt habe, wird das auf jeden Fall sehr schön fallen. Und ja, hier habe ich genauso einen provisorischen Maschenanschlag gemacht und nun muss ich am Rücken nur noch die verkürzten Reihen für die Schultern machen und dann bin ich eigentlich fertig mit dem Rücken und ich werde Vorderteile und Rücken mit der 3-Nadeltechnik dann zusammenstricken und dann an den Schultern hier Maschen aufnehmen, um die Ärmel von oben nach unten zu stricken. Und die Ärmel werde ich dann glatt rechts stricken, damit das Garn dann schön zur Geltung kommt und ich dann auch nicht zu viel Muster habe. Genau, aber das Muster ist wirklich super, super simpel. Das ist eine Wiederholung über 4 Reihen. Es lässt sich also ganz leicht auswendig lernen nach ein paar Wiederholungen. Und es ist eben nicht ganz so langweilig, einfach nur glatt rechts zu stricken, aber es ist auch, man muss sich dafür auch nicht besonders konzentrieren. Also es ist sowas dazwischen. Ja. Genau, also wenn ihr auch noch nie Lace oder mit Umschlägen so Lochmuster gestrickt habt, dann ist es auch ein Muster, das ich gut empfehlen kann, weil man es sehr leicht lernt und man es sich auch einfach dann merken kann und dann einfach vor sich hin stricken kann und dann nebenbei noch Strickpodcast gucken kann. Genau, also soweit bin ich damit gerade. Ich hoffe, ich bin dann in 1-2 Wochen damit fertig. Die Anleitung habe ich auch bald fertig geschrieben. Das heißt, ihr könnt euch gerne schon mal bei mir melden, falls ihr Interesse habt, da mitzumachen beim Teststricken. Dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail. Die E-Mail befindet sich unten in der Infobox, so wie alle anderen Infos immer zu meinen Videos. Hier befinden sich immer alle Infos in der Infobox. Und genau, wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, bei dem Test zu stricken, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder auch über Instagram könnt ihr auch erstmal Kontakt aufnehmen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn euch das leichter fällt, findet ihr mein Instagram auch hier eingeblendet oder auch unten in der Infobox.
Ja, und heute wird es ein kurzes Video, denn ich habe noch eine kleine Ankündigung, die ich machen möchte. Und dann kann ich euch noch erzählen, was ich heute trage, weil das habe ich nämlich am Anfang verpasst. Die letzte kurze Ankündigung für dieses Video ist eben, dass Manos del Uruguay wirklich sehr, sehr großzügig mit mir war oder ist, weil sie mir so vertrauen, dass sie mir ein zweites Garn gesponsert haben. Dieses Garn heißt Serena und es ist eine Mischung aus 60% Babyalpaka und 40% Pima Cotton. Die Farbe ist Citrus, es ist ein wunderschönes Gelb und ja, da habe ich auch ein paar Stränge gesponsert bekommen. Das hier sind 50 Gramm Stränge, die sind also etwas kleiner als die Stränge von dem anderen Garn Alegria. Und das hat eine Lauflänge von 155 Meter auf 50 Gramm. Ja, die Farbe ist traumhaft schön und ich freue mich, sobald ich das eine Design fertig habe, werde ich dann hier auf jeden Fall weitermachen. Das als nächstes machen, darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich auch sehr, die Maschenprobe zu stricken, denn ich finde die Kombi aus Babyalpaka und Pima Cotton sehr interessant. Ich glaube, so eine Kombi habe ich noch nicht gestrickt. Und ja, das heißt, ich muss da erstmal eine Maschenprobe machen, um zu schauen, wie das Garn sich verhält, damit ich das natürlich auch gut kombiniere mit einem passenden Schnitt und einem passenden Muster. Genau. Und ja, heute trage ich eine Weste, die ich vor bestimmt 10 Jahren schon gestrickt habe. Diese Weste ist aus einem sehr rustikalen Wollgarn. Dieses Wollgarn hat keine Marke streng genommen, denn das habe ich geschenkt bekommen, als ich mein Praktikum gemacht habe bei The Natural Fiber Company in Wales in England. Damals hat diese Wollfabrik oder Wollfirma noch Sue Blecker gehört. Sie hat mir dieses Garn auch geschenkt und ich durfte das auch selber färben in diesem Rot. Ja, Sue Blecker ist leider verstorben vor ca. 2-3 Jahren. Das war wirklich eine sehr traurige und unerwartete Nachricht. Aber genau, bei ihr habe ich einfach auch ein Praktikum gemacht in ihrer Wollmühle sozusagen. Und The Natural Fiber Company hat also neue Eigentümer, aber ich habe eben noch einige Erinnerungen, unter anderem auch diese Weste und dieses Garn. Das ist ein etwas eher rustikales Garn, also dieses Garn eignet sich also super für Texturmuster und ich habe hier auch Taschen reingemacht. Die Anleitung für diese Weste habe ich aus einer Zeitschrift, aber ich weiß nicht mehr aus welcher, also da kann ich euch leider nicht keine Auskunft geben, wo ihr diese Anleitung finden könnt. Das ist schon ein bisschen zu lange her. Aber auf jeden Fall ist das 100% Wolle und etwas rustikal und eignet sich auch super für Zöpfe. Wie der Zopf hier im Rücken und diese Kapuze. Ja, so sieht diese schöne Weste auch also aus. Ich finde, sie sieht ganz sportlich aus und passt ganz gut, wenn man sein Outfit nicht zu elegant haben möchte, wie heute zum Beispiel, da ich diese Bluse trage, die ich euch gezeigt habe in meiner letzten Folge, wo ich euch ein bisschen meine Einkäufe und Kunsthandwerk aus Mexiko gezeigt habe. Da habe ich euch auch diese Bluse gezeigt. Das ist eine traditionelle Bluse aus Mexiko, die Guayabera heißt, mit diesen schönen Stickereien. Und die ist natürlich sehr, sehr schick. Also dachte ich, ich ziehe meine sportliche Weste darüber und sehe damit nicht zu schick aus, sozusagen. So für einen ganz normalen Tag, wo ich gleich einfach nur einkaufen gehe und nichts Besonderes mache, außer Videos für euch, mit euch. Genau, also ich kann euch auch noch einladen. Von meiner Reise oder über meine Reise habe ich auch Videos gemacht, die ich hier auf meinem Channel gepostet habe. Eine Tour durch Mexico City und auch meine Reise auf Kuba. Es handelt sich um informative Videos und man sieht etwas andere Landschaften und Menschen und Architektur und so weiter. Ich finde es einfach schön, sich andere Orte anzugucken und sich woanders hin mitnehmen zu lassen.
Deswegen lade ich euch ein, diese Videos zu gucken. Das Video über die Kuba-Reise ist auf Deutsch und dann habe ich noch ein, zwei Videos auf Englisch gemacht. Die könnt ihr euch mit den automatischen Untertiteln mit Sicherheit angucken. Ja, ich bedanke mich auch sehr für ein paar sehr großzügige Spenden, die ich bekommen habe. Das war wirklich unerwartet und das ist wirklich, wirklich toll. Ich bedanke mich auch bei den Testerinnen, die am Test von dem Mariposa Cardigan teilgenommen haben. Ihre Projekte sind auf Ravelry sehr schön zu sehen. Und ich bedanke mich auch für eure Kommentare. Deswegen freue ich mich, dass dieser Austausch so weitergeht. Wenn ihr meinen Content mögt, meine Videos mögt, dann würde ich mich sehr über eine Spende freuen. Oder schaut mal auf meiner Website vorbei oder auf meinem Ravelry, ob euch Anleitungen von mir gefallen könnten. Genau, und ich freue mich über all eure Kommentare und lieben Grüße und Komplimente, die ihr mir immer unter meinen Videos lasst. Das macht mir wirklich großen Spaß und sehr, sehr große Freude. Ja, dann sage ich euch auch schon bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!